Moin zusammen, heute bemalen wir einen Mech aus der Battletech Game of Armored Combat Box. Den ersten, das ist ja mein April-Projekt, sagen wir es mal so, dass wir die Jungs da drin alle fertig haben. Und ja, dann springen wir doch auch direkt ins Video. So, im jetzigen Video werden wir das Cockpit bemalen des Mechs und das Base machen. Für das Cockpit brauchen wir Scab Red von Citadel, Pure Red von Army Painter und Bone White von Army Painter. Ne, Entschuldigung, von Game Color. So, als erstes nehmen wir das Scab Red und bemalen das komplette Cockpit. Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir diese Stützstreben, die jetzt dieses Cockpit hat, die könnt ihr ja sehen, die sind silber, dass man die nicht erwischt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten einfach rot malen. Wie immer das Ganze für euch mal im Schnellvorlauf. Während es trocknet, bemale ich schon mal die Waffe ein bisschen, damit die ein bisschen farblich aussieht. So, wenn ihr das gemacht habt, lassen wir das kurz trocknen. Wenn es dann getrocknet ist, nehmen wir Pure Red und bemalen nur eine Seite. Also ich bemale jetzt meine Seite. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn das mit dem Schnellvorlauf für euch nicht so schön ist, dann ändere ich das gerne. Dann werde ich allerdings leider nicht mehr so viel erzählen können. Beziehungsweise, ja. So, wenn wir das gemacht haben, brauchen wir noch ein bisschen Bone White und tragen vorsichtig kleinere Stellen an den Kanten ein bisschen weiß machen. Ein bisschen mehr nach rechts gezogen als Lichtreflex. Das müssen wir natürlich auch in der Mitte machen, weil da ist ja nochmal eine Stützstrebe. Die mache ich allerdings ein bisschen kleiner, den weißen Punkt. Und ganz unten kommt wirklich nur so ein Pünktchen hin. Da ist nämlich noch eine zweite Stützstrebe. Ja, so, wenn wir das gemacht haben, können wir uns noch ein bisschen um die Waffen kümmern. Oben links hat er ja diesen Raketenwerfer, da mache ich einfach ein paar rote Punkte rein. Dass das einfach aussieht, als wären da wirklich Raketen drin. Weil die sind tatsächlich auch drin modelliert. Wie ihr seht, so schlimm sieht er gar nicht aus. Ja, damit haben wir das Cockpit und die restlichen Waffen bemalt. Und dann gehen wir jetzt mal ans Base. Lassen ihn noch ein bisschen trocknen und dann gehen wir ans Base. Fürs Base braucht ihr einen alten Pinsel. Ihr braucht Grasstreu, Holzleim oder halt hier Basing Glue, Basing Kleber, Basing Glue, ist halt dasselbe wie Holzleim. Also, dann tragt ihr den Holzleim oben aufs Base. Tunkt den Pinsel ein bisschen im Wasser und verteilt halt einfach dieses Wasser-Holzleim-Gemisch vorsichtig auf dem Base. Schaut, dass ihr nicht unbedingt irgendwie, also außer ihr möchtet natürlich, dass das Modell so aussieht, als hätte es Gras irgendwie mitgenommen oder Pflanzen allgemein. Passt halt auf, dass ihr nicht unbedingt die Beine erwischt oder die Füße. Und wenn wir das gemacht haben, bei den Kleinen können wir dann einfach mal kurz in den Pot rein, zack, 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 abklopfen. Zup. Und schon haben wir ein wenig Gras auf dem Base. Ja, wäre jetzt die simpelste Lösung, aber ich habe noch ein bisschen anderen Kram und der soll da mit drauf. Habe hier einen kleinen Stein, ein Grasbüschel. Kann man alles super im Internet bestellen, zum Beispiel bei Würfelkrieger. Der hat das. Oder PK Pro hat das. Also gibt genug Tabletop-Läden, die das haben. Ja.
Wenn ihr unten solche Sachen bestellt, bei mir in den Kommentaren, wenn ihr da was braucht, dann kriege ich einen kleinen Bonus. Falls euch das nicht stört, fände ich das natürlich super, wenn ihr einfach bei mir mal den Link nutzt. So, dann kleben wir einfach mit Holzleim, kleben wir den einen kleinen Stein dahin. Die Grasbüschel kleben zwar von selber, aber ich persönlich nehme lieber noch einen Tropfen Holzleim und dann nehme ich die Pinzette, nehme das Grasstück raus und klebe es auf. Und schon haben wir ein schönes kleines Base. Kann man natürlich noch zig Sachen machen, zum Beispiel noch diese Ranken, die ich hier noch habe, die werde ich auch noch draufkleben und ja, dann finde ich, dann sieht das doch schon ordentlich aus hier. Sieht halt gut, natürlich, jetzt habt ihr natürlich, ihr könnt natürlich nicht jedes Base immer gleich machen. Ihr könntet hier auch links diese kleinen Steine nehmen, dann sähe das aus wie Asche. Es gibt Sand, da könnt ihr Vogelsand kaufen, dann kommt ihr damit ewig aus. Das kann man auch nehmen, wenn ihr Wüste machen möchtet. Ihr könnt Blumenerde nehmen, mit Holzleim vermischen und das Ganze dann als Paste auftragen. Dann habt ihr so ein bisschen schlammigen Hintergrund. Gut, damit sind wir fertig und ich bedanke mich. Lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Video, was ich mache. Bye, bye.